Sie herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Veranstaltung im Rahmen unserer kleinen Reihe zu Capacity Building Maßnahmen digital, in der wir einige ausgewählte Projekte und Perspektiven des Archaeological Heritage Networks vorstellen und die Frage diskutieren, wie die Projekte und die Mitglieder des Netzwerks mit den aktuellen Herausforderungen der Corona-Pandemie umgehen. Der Fokus der heutigen Veranstaltung liegt auf Hands-on und der Vermittlung praktischer Fähigkeiten in einer digitalen Welt. Hands-on bedeutet aktive Teilnahme oder Mitarbeit. Ganz offensichtlich ist dafür die unmittelbare Nähe zu Lehrenden und Objekten unerlässlich. In der besonderen Situation der aktuellen Pandemie wird diese Unmittelbarkeit erschwert oder sogar unmöglich gemacht. Andererseits zeigten schon die vorherigen Veranstaltungen das Potenzial der vorhandenen digitalen Möglichkeiten. Nähern wir uns mit unserem heutigen Thema der Grenze des digital Machbaren. Ich begrüße als Referentin und Diskussionsteilnehmer heute Dr. Iris Gerlach, Leiterin der Außenstelle SANA der Orientabteilung des DRI, Anna Feigl und Johanna Wahl, Fachbereichsleiterin und Projektkoordinatorin des Freiwilligendienstes Kulturweit der Deutschen UNESCO-Kommission, Dr. Claudia Bürich, Leiterin der Außenstelle Damaskus und der Forschungsstelle in Amman der Orientabteilung des DRI, sowie Dr. Alexandra Skertz-Safir, Leiterin des Fachgebietes Denkmalpflege an der BTU Cottbus-Senftenberg. Wir starten mit zwei kleinen Präsentationen, die den Einstieg in unsere Diskussion bilden werden. Mein Name ist Alexandra Riedel und ich führe Sie heute durch die Veranstaltung. Noch einige technische Informationen. Wie schon bei der letzten Veranstaltung möchte ich Sie, liebe Zuschauer, gern auffordern, sich mit Fragen an der Diskussion zu beteiligen. Über den Knopf ganz unten, ungefähr in der Mitte, F&A, Fragen und Antworten, können Sie Fragen an die Referentinnen richten. Fügen Sie bitte einen kurzen Vermerk hinzu, ob wir Sie live, also mit Kamera und Ton zuschalten sollen oder ob ich Ihre Frage einfach vorlesen soll. Und damit leite ich auch schon zu unserem ersten Beitrag über und darf Ihnen die Referentin kurz vorstellen. Dr. Iris Gerlach leitet seit dem Jahr 2000 die Außenstelle SANA der Orientabteilung des DRI und forscht als vorderasiatische Archäologin seit Jahren im Jemen und in Äthiopien. Dabei hat sich Iris Gerlach neben der Archäologie auch sehr intensiv für den Kulturerhalt und für Weiterbildungsprogramme engagiert. Unter ihrer Leitung wurden in Surwa und in Jeha umfangreiche Restaurierungsarbeiten durchgeführt. In Kooperation mit der jemenitischen Antikenbehörde arbeiteten sie und ihr Team an der digitalen Erfassung jemenitischer Kulturerbestätten und der fotogrammetrischen Aufnahme gefährdeter Museumssammlungen. Ihr Projekt Virtual Museums Collection Post-Conflict Recovery of Yemeni Museums, das im Rahmen der Stunde Null-Initiative des ArcAirNet vom Auswärtigen Amt gefördert wird, haben wir zum Anlass genommen, Sie zu dieser Diskussionsrunde einzuladen. Liebe Iris, du hast das Wort. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich in dieser Runde hier ein bisschen aussprechen kann über die Kulturerhaltmaßnahmen, die die Außenstelle SANA der Orientabteilung im Jemen durchgeführt hat. Und ganz speziell werde ich mich dann auf das Virtual Museum Jemen, wie wir es mal verkürzt da benannt haben, konzentrieren. Im Süden der arabischen Halbinsel, im heutigen Jemen, herrscht mit dem Beginn des Krieges die größte humanitäre Katastrophe der Welt. Und zusätzlich zu den Kriegsschäden, die die Bevölkerung in dem nunmehr über 5 Jahre andauernden Konflikt schwer getroffen haben, verschlechtert die Covid-19-Pandemie die Situation im Land erheblich. Die instabilen politischen Machtverhältnisse, Kampfhandlungen und die wirtschaftliche Krise führen in den verschiedenen Provinzen des Jemen nicht nur zu immer elenderen Lebensbedingungen, sondern auch zu einer zunehmenden Zerstörung der Kulturgüter. Dies erfolgt durch Luftangriffe, Plünderungen, unautorisierte Baumaßnahmen sowie Raubgrabungen und die einhergehen mit einem INMA. Ich habe hier nochmal ein Bild rausgesucht. Sie sehen hier die blauen Punkte, die die Raubgrabung markieren von 2003 bis 2005 und auch wie diese antike
Friedhof dort immer mehr zerstört wird. Das führt natürlich auch zu einem zunehmenden illegalen Antikenhandel. Daneben sind auch die jemenitischen Museen und ihre Sammlungen akut gefährdet. Museen werden geplündert oder durch Luftabgriffe, wie man das hier in dem Museum Damar sieht, komplett zerstört. Hinzu kommt, dass die Museumsbestände durch unsachgemäßes Magazinieren leiden. Dies betrifft insbesondere die etwa 140.000 Objekte umfassende Sammlung des Nationalmuseums in Zana. Wie in einigen anderen Museen des Landes wurden die Ausstellungsobjekte zum Schutz gegen Kriegsschäden 2015 zwar in Magazine umgelagert, doch konnte dies aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen, entsprechenden Equipment und Fachwissen nur notdürftig umgesetzt werden. Die Mitarbeiterinnen der jemenitischen Antikenbehörde versuchen, das Schlimmste zu verhindern, doch es fehlte ihnen die technische Ausstattung und auch zumindest in weiten Teilen das entsprechende Know-how. Zudem ist bei Staatsangestellten die Not groß. Wir können uns das kaum vorstellen. Seit weit über 3 Jahren werden keine Löhne mehr bezahlt. Was können wir tun? Was haben wir getan? Und wie verändert die Pandemie unsere Methoden? Das Deutsche Archäologische Institut führt im Jemen über 40 Jahre Ausgrabungen durch, die meist auch, wie hier, mit dem Bau von eigenen Funddepots direkt vor Ort verbunden waren. Wir initiieren darüber hinaus für die Präsentation der Forschungsergebnisse Museums- und Ausstellungsprojekte. Einen wichtigen Anteil unserer Arbeiten nahmen auch die Restaurierungsprojekte, vor allem im sabäischen Kerngebiet in Mareb und Sawar ein. Seit etwa 20 Jahren sind all diese Maßnahmen, wie auch bei unseren heutigen Feldforschungen in Äthiopien, immer an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen vor Ort verknüpft, sodass man direkt am Objekt etwa Restaurierungs- und Ausgrabungsmethoden, aber auch Vermessungstechnik und so weiter einstudieren konnte. Bereits seit 2013 unterstützen wir die jemenitische Antikenbehörde im Schutz ihres Kulturerbes, allerdings nur noch von Deutschland aus. Seit diesem Zeitpunkt ist es uns aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich, in den Jemen zu reisen. Aus diesem Grund kamen die Kolleginnen und Kollegen der Antikenbehörde aus allen Provinzen des Jemen zu uns und wurden in den unterschiedlichsten Themenbereichen geschult. Mit Beginn der Covid-19-Pandemie kann nun niemand mehr aus dem Jemen ausreisen, um auch in diesem Jahr eigentlich wieder in Berlin und auch in dem sicheren Drittland Jordanien geplanten Schulungsmaßnahmen teilzunehmen. Ja, wie haben sich unsere Methoden zunächst nach 2013 und dann nochmals in diesem Jahr mit der Pandemie verändert? Eine unserer ersten vom Auswärtigen Amt geförderten Maßnahmen war mit der verheerenden Zerstörung, die vor allen Dingen 2015, 2016, zunächst war dies die Bereitstellung einer technischen Ausstattung wie Fotokameras, Computer und Solaranlagen, um es den Kolleginnen und Kollegen im Land überhaupt erst einmal zu ermöglichen, die Zerstörung an den Fundplätzen, historische Monumenten, Museumsbauten und so weiter zu dokumentieren, aber auch die noch existierenden Museumsbestände zu sichern und entsprechend zu archivieren. Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahme ist vor allem eine systematische und auch nach internationalen Richtlinien durchgeführte Aufnahme und Dokumentation der Fundobjekte aus Sammlungen, Museen und illegalen Kontexten, aber auch der Fundplätze selbst. Die Mitarbeiterinnen der Antikenbehörde verfügen allerdings nur in begrenztem Umfang über fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem Cultural Heritage und baten daher um unsere Unterstützung. Neben Schulungen in Berlin bildete die Grundlage für die Maßnahmen ein arabischsprachiges Handbuch, das einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten im Umgang mit dem gefährdeten Kulturerbe im Jemen gibt. In verständlichen Einführungen werden in 24 Beiträgen die von kulturhistorischen Hintergrundinformationen über Methoden der archäologischen Feldforschung, Vermessung, Dokumentation, Museologie, Restaurierung und so weiter bis zur Vorlage nationaler und internationaler Antikengesetze reichen.
wichtige Themenkomplexe im Umgang mit dem kulturellen Erbe des Jemen vorgestellt. Komplementiert werden 8 dieser Themen durch kurze Lehrfilme, die ebenfalls in arabischer Sprache zur Verfügung gestellt wurden. Wir konnten diese zwar nicht im Jemen drehen, doch ließen sich die Aufnahmen bei unseren Feldprojekten in Äthiopien durchführen, wo die Sabäer aus dem Jemen vor etwa 3000 Jahren eine südarabisch geprägte Kultur etablierten. Ein Kapitel des Handbuches behandelt auch die Archivierung von Museumsobjekten und bildete damit zumindest eine theoretische Basis für unser Yemeni Museums at Risk Projekt. Dieses Projekt unterstützt die jemenitische Antikenbehörde bei ihrer Reorganisation ihrer Funddepots, einer sachgerechten Lagerung der Objekte sowie deren Dokumentation und digitale Inventarisierung. Letzteres ist besonders wichtig, da bisher Inventarlisten mit Objektdokumentation für die Sammlung nur teilweise vorliegen. Und diese sind gerade natürlich in Krisenzeiten, in denen ein Verlust gegebenenfalls durch Plünderung oder Kriegsschäden droht, für die Identifikation verlorener Objekte natürlich unabdingbar. Das Projekt, finanziert zuerst vom Auswärtigen Amt und seit 2018 im Rahmen des Programms Patrimonis durch die Gerda-Henkel-Stiftung, beinhaltet konkrete Maßnahmen, um die Museumsbestände vor Plünderungen, Kriegsschäden und unsachgemäßer Lagerung zu schützen. Jüngst werden diese Kulturerhaltmaßnahmen von der Alle Foundation gefördert, im Nationalmuseum Sanaa intensiviert und auch auf weitere 4 Museen ausgedehnt. So war es uns möglich, bis zu 40 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Antikenbehörde zu beschäftigen, und diese erheben vor Ort die Daten und werden von uns über Skype oder ähnliche Medien beraten und erhalten bei ihrer Arbeit auf diese Art und Weise den notwendigen Support. Alle erhobenen Daten werden beim DRI in Berlin in einem von uns erstellten GIS-basierten digitalen Atlas, den Ancient Yemen Digital Atlas, eingepflegt. Es handelt sich hierbei um eine Plattform, ein Denkmalinformationssystem für die Antikenbehörde, mit der diese das bisher nicht existierende Denkmalregister zukünftig verwalten kann. In diesem digitalen Atlas wurden inzwischen mehr als 26 Sites eingepflegt und werden ständig von uns mit einer Vielzahl von Informationen verknüpft. Diese beinhalten nicht nur wissenschaftliche Forschungsdaten, Fotos, verschiedenste Datenbanken, sondern vor allem, und dies ist einem Kriegsland am wichtigsten, ein Monitoring der Zerstörung. Wir arbeiten in diesem Bereich vor allen Dingen ganz eng mit der Antikenbehörde zusammen, was beinhaltet, dass man gemeinsam das Ausmaß der Schäden einschätzt und gegebenenfalls auch einen vorläufigen Plan für spätere Sicherungs- und Restaurierungsarbeiten entwirft. An das Projekt Yemeni Museums at Risk und natürlich auf das Engste mit diesem verknüpft ist es, jetzt will er nicht weiter, kleinen Moment, so, ist natürlich unser wie benanntes Virtual Museum Jemen Projekt. Wir alle kennen die immer vielfältigeren virtuellen Museumsrundgänge, wie hier, ich habe das mal rausgesucht vom Pergamon Museum, die auch gleichzeitig Ausstellungsobjekte präsentieren. Wir konzentrieren uns in dieser ersten Phase selbstverständlich auf Letzteres, um zunächst die bestmöglichen Objektdokumentationen zu erstellen. Gemeinsam mit dem Department für Geodäsie und Geoinformatik und Fotogrammetrie und Laserscanning der Universität Hamburg ist das Ziel, die gefährdeten Museumssammlungen des Jemen fotogrammetrisch mit dem Dense Image Matching Verfahren aufzunehmen und mit umfassenden Informationen zu verlinken. Neben der Datengewinnung lassen sich beschädigte Objekte so zunächst per Ferndiagnose besser begutachten, gegebenenfalls Restaurierungshinweise geben, sowie bei möglichen Verlusten durch Kriegsschäden oder Ähnlichem reproduzieren. In diesem Projekt werden daher in einem ersten Schritt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Antikenbehörde in Techniken der Fotogrammetrie geschult,
um so langfristig Kapazitäten und auch Kompetenzen vor Ort zu schaffen. Dies kann nun, anders als ursprünglich geplant, wegen der Pandemie zunächst nicht mit Schulungen in Berlin passieren. Daher haben wir vor kurzem einen Lehrfilm gedreht, der die jemenitischen Kollegen und Kolleginnen in die Lage versetzen soll, die Objekte so zu fotografieren, dass im Anschluss in Deutschland virtuelle 3D-Modelle erstellt werden können. Diese werden wiederum in den digitalen Atlas eingepflegt und die Objekte unter wissenschaftlichen und restauratorischen Gesichtspunkten begutachtet. Langfristig kann der Jemen so in die Lage versetzt werden, seine Sammlungen der Weltöffentlichkeit auch in Form von virtuellen Museen zu präsentieren. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für diesen beeindruckenden Vortrag, was ihr alles geleistet habt. Ich gebe gleich zum nächsten Vortrag über, und zwar zum zweiten Einstiegsvortrag, der eine ganz andere Richtung abdeckt. Frau Feigl nickt schon. Der Vortrag wird präsentiert von Anna Feigl und Johanna Wahl vom Freiwilligendienst Kulturweit der Deutschen UNESCO-Kommission. Der Freiwilligendienst, der ebenfalls vom Auswärtigen Amt gefördert wird, bietet jungen Menschen die Möglichkeiten, sich weiterzubilden und in Bildungs- und Kultureinrichtungen weltweit zu engagieren. Und das Wort weltweit sagt schon vieles, nämlich dass unsere Referentinnen in diesem Jahr vor einigen Herausforderungen standen. Anna Feigl ist Sozialwissenschaftlerin und koordinierte bereits ein internationales Freiwilligendienstprogramm, bevor sie 2008 zur Deutschen UNESCO-Kommission kam. Dort leitet sie seit genau diesem Jahr, nämlich in dem Jahr, in dem der Freiwilligendienst gegründet war, den Freiwilligendienst Kulturweit. Johanna Wahl ist Kulturwissenschaftlerin und nach verschiedenen Stationen in internationalen Institutionen wie der mongolischen UNESCO-Nationalkommission, der GIZ und der Deutschen Botschaft in London stieß sie 2018 zur Deutschen UNESCO-Kommission. Sie ist Projektkoordinatorin des Freiwilligendienstes Kulturweit und zuständig für den Naturbereich und die digitalen Strategien. Liebe Frau Feigl, liebe Frau Wahl, Sie haben das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Riedl. Wir haben uns unglaublich gefreut, dass wir in diesen illustren Kreis eingeladen wurden, weil wir ja schon das Deutsche Archäologische Institut ist ein Partner von uns und wir wollen nachher auch ganz kurz eine Freiwillige kennenlernen, die mit Kulturweit übers DAI aktiv war. Und ja, also Sie haben das schon gesagt, Mobilität und Reisen und Grenzen überschreiten, das ist quasi unsere Basis, das ist unsere Existenzberechtigung. Und deshalb ist es für uns wirklich eine extra spannende Zeit, wie wir jetzt uns verändern und was wir behalten und wie es so weitergeht. Und wir würden wirklich uns ganz kurz halten, was die Struktur von Kulturweit angeht. Und Johanna Wahl würde dann weitermachen mit unseren Erfahrungen, die wir jetzt auch schon zuhauf im digitalen Raum, hauptsächlich in der Seminararbeit gemacht haben. Johanna, lass uns loslegen. Genau. Ja, Frau Riedl hat es schon gesagt. Kulturweit ist der internationale Freiwilligendienst in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Das heißt, es ist kein klassischer sozialer Freiwilligendienst, sondern unsere Schwerpunkte sind Kultur und Bildung innerhalb des Netzwerkes der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Da gehört unter anderem auch das Deutsche Archäologische Institut dazu. Unsere Freiwilligen können zwischen 6 und 12 Monaten wählen und haben in der Regel eigentlich 2 Ausreisen. Also wir gehen jetzt auch davon aus, dass es eine Herbstausreise gibt und sind da am Basteln und Strategien schmieden, wie wir das hinkriegen. Ja, was muss man mitbringen als Kulturweit Freiwilliger? Neugierde, Verantwortungsbewusstsein, eine Offenheit gegenüber neuen Situationen und das passt jetzt auch sehr gut in der aktuellen Corona-Zeit oder in der Pandemiephase. Man muss abenteuerlich sein und sehr, sehr flexibel, weil wir bis jetzt noch nicht genau sagen können, wer im Oktober ausreist. Wir werden Ausreisen versuchen zu ermöglichen. Natürlich steht die Sicherheit und Gesundheit unserer Freiwilligen an oberster Stelle. Aber unsere Grundphilosophie ist, dass man die Erfahrung, die man mit Kulturweit macht, überall machen kann. Und da ist es eigentlich egal, ob ich in ein europäisches Land fahre oder in ein außereuropäisches. Und unsere Ausreise wird jetzt auch im Herbst nur in europäische Länder sein.
Wichtig ist auch noch zu wissen, dass man bei Kulturweit keinen Schulabschluss braucht. Man muss nur die Schulvollzeitpflicht erfüllt haben. Man braucht Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau. Man muss auch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben und sollte oder muss im Alter zwischen 18 und 26 Jahren sein. Ja, wichtig jetzt auch für unsere digitalen Formate sind vor allem die Seminare. Das wird auch immer als sehr wichtig empfunden von den Freiwilligen, dass sie auch ihr Netzwerk kennenlernen können, weil wir in der Regel mehrere hundert Freiwillige auf einem Seminar haben. Das werden wir jetzt in einer Zoom-Konferenz ausprobieren im Herbst und können natürlich auch gerne auf Nachfrage nochmal dazu berichten, wenn wir die Erfahrung gemacht haben. Ja, Sie können sehen, was wir an Zuschüssen liefern. Es gibt ein Taschengeld von unserer Seite. Wir haben vor allem auch sämtliche notwendige Versicherungen. Und was wirklich für mich auch noch mit das Wichtigste ist, dass es ein riesiges Netzwerk gibt für die Freiwilligen, das ein Leben lang erhalten bleibt. Also Johanna ist selber Alumna, die kann das, glaube ich, bestätigen, dass wenn man einmal im Kulturweltkosmos drin ist, man, wenn man nicht unbedingt möchte, auch nicht mehr raus. Muss, soll, kann, darf. Ja, sehr gut, genau Johanna, dann übergebe ich an dich und wir gehen mehr ins Praktische und beginnen mit Angela. Sehr gerne, ja. Genau, hier Angela Hess sagt auch, Kulturweit endet nicht mit dem Freiwilligendienst, beziehungsweise dieser Pageflow von Angela Hess zeigt das. Sie hat sich nämlich auch noch über ihren Freiwilligendienst beim DRI weiter engagiert und hat ja, uns die Grundlage geliefert, ein digitales Format, kombiniert aus Videos, Bildern, Texten, ja, zu produzieren. Und da würde ich jetzt gerne einmal ein paar Eindrücke von von ihrem Freiwilligendienst, aber auch darüber hinaus ja einfach zeigen, um dann im Anschluss nochmal zu unseren digitalen Strategien oder Überlegungen ja ein bisschen mehr zu berichten. Ich würde einmal einführen mit einem kleinen Video von Angela Hess. Ich bin Angela, ich studiere in Leiden Archäologie, Heritage and Museum Studies. Und mit Kulturweit war ich im Jahr 2014 in Madrid am Deutschen Archäologischen Institut und habe dort 6 Monate lang verbracht. Sie sich einmal vorgestellt. Sie war, wie gesagt, beim Deutschen Archäologischen Institut in Madrid. Und man sieht hier eben, man kann sich dann auch, und ich werde es jetzt einmal auch in den Chat posten, dass Sie sich auch alle diesen Pageflow im Nachgang nochmal anschauen können, weil es ein ganz schönes Format ist. Ich habe jetzt einmal eben den Link in den Chat kopiert. Man kann hier an der rechten Seite sehen, man klickt sich einfach durch verschiedene Bilder, Texte, Videos durch und bekommt so einen kleinen Eindruck über den Freiwilligendienst. Jetzt in Ihrem Fall von Angela Hess, aber es gibt auch verschiedene andere Pageflows noch bei uns zu sehen. Ich würde jetzt auch einfach mal ein paar Folien zeigen. Einmal zum Zwischenseminar noch von ihr, weil eben Anna Feigl hatte schon gemeint, die Seminarstruktur ist bei uns ganz wichtig und wird jetzt eben auch ins Digitale gerade überführt. Wir hatten jetzt schon das Nachbereitungsseminar, da werde ich auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Und jetzt steht das Vorbereitungsseminar Anfang Oktober für die nächste Ausreise an, das auch digital stattfinden wird. Und da sind wir eben gerade dran, da uns ja, Überlegungen, wie wir das interaktiv gestalten können, ja, wie wir ein Seminar auch digital durchführen können. Ja, da sind wir gerade dran. Momentan läuft das Trainerinnenvorbereitungstreffen gerade parallel, wo eben überlegt wird, wie mit verschiedenen Methoden eine Seminaratmosphäre geschaffen werden kann. Nochmal zu Angela Hess. Sie berichtet noch ein bisschen von ihrem Freiwilligendienst. Mitgenommen aus dem Kulturweit-Freiwilligendienst habe ich neben dem Interesse an der Archäologie unglaublich viele Erfahrungen, auch von anderen Menschen, von den Menschen in Madrid, mit denen ich mich eben austauschen konnte. Es war wahnsinnig schön, auch quasi an einer deutschen Organisation im Ausland dann aber wiederum mit den Leuten vor Ort sich herauszutauschen. In meinem Fall war die Entscheidung, mit Kulturweit das FSJ im Ausland zu machen, ja ziemlich spezifisch, weil ich nach dem Abi mit 18 da auch so zielstrebig war zu sagen, ja, ich möchte in meinem FSJ eben genau das ausprobieren, was mir später mal beruflich vielleicht Spaß machen könnte.
Aber es kann da auch nicht schaden, vielleicht einfach mal offen zu bleiben, was Wunschregionen oder Partnerorganisationen angeht. Ich denke, dass vor allem der Perspektivenwechsel, den man dadurch lebt, auch sehr entscheidend ist. Diese Möglichkeit, sich da ein neues Umfeld aufzubauen, sich mit den Menschen vor Ort auszutauschen, Neues kennenzulernen, auch mal Herausforderungen zu meistern oder eben nicht und ja, daraus dann auch zu lernen. Ich finde, dass das einen wirklich sehr bereichert und ich denke, da spielt es auch keine große Rolle, wo auf der Welt man eben diese Erfahrung auch macht. Genau, das betont es auch nochmal ganz gut, was Anna Feige schon zu Beginn gesagt hat, dass es eben gar nicht so unbedingt darauf ankommt, wo man seinen Freiwilligendienst macht, sondern eher um die Erfahrung, dass man die eben überall machen kann. Und auch nochmal zu dem Punkt, dass Kulturarbeit nicht mit dem Freiwilligendienst endet. Wir haben eben auch in unserem Alumni-Bereich ganz viele verschiedene angebotene Weiterbildungen, Seminare. Angela Hess ist Welterbe-Teamerin und hat dann eben nach ihrem Freiwilligendienst eine Weiterbildung bei uns begonnen. Als Welterbe-Teamerin hat sie sich weiterbilden lassen und studiert jetzt auch im Master tatsächlich Archäologie in Kombination mit Welterbe. Also hat sich auch bei ihr irgendwie alles zusammengefügt. Genau. Jetzt zu dem Digitalen. Ich fange jetzt erstmal an mit den Hürden, die man ja erstmal vermutet, wenn man sich überlegt, wie man jetzt beispielsweise Seminare in ein digitales Format ja, transformieren soll. Und dann stößt man natürlich erstmal vielleicht auf pädagogische Grenzen. Gruppengefühle können schwieriger herstellbar sein. Emotionen sind auch vielleicht für die Moderatorinnen weniger leicht ersichtlich und auch so dieses Informelle, die Pausen, die gemeinsamen Mittagessen fallen natürlich erstmal weg. Außerdem muss eine technische Infrastruktur vorhanden sein. Das heißt, jede Person braucht eine stabile Internetverbindung. Ich hoffe, meine war gerade stabil und man hat die Videos gut gesehen. Ansonsten können Sie, wie gesagt, das auch noch mal gerne über einen Link im Nachgang anschauen. Und was wir auch gemerkt haben, ist, dass gerade momentan vielleicht auch, weil natürlich gerade ein großer Überfluss vielleicht auch an digitalen Angeboten besteht, ist vielleicht die Verbindlichkeit auch nicht so groß, wobei man da auch ein bisschen gegensteuern kann bei allen den Punkten. Wir haben uns dazu nämlich unsere Gedanken gemacht und haben überlegt, wie kann ein Seminar ins Digitale transformiert werden, wie kann es funktionieren. Und es ist nicht so, dass man es vielleicht einfach 1:1 in ein Tagesseminar oder auch ein 10-Tage-Seminar 1:1 in digitale überführen kann, sondern dass man das ein bisschen umstrukturieren muss, dass man analoge Zeiten mitdenken sollte, den physischen Raum mitdenken sollte und eben nicht vielleicht 8 Stunden vor dem Bildschirm zu verbringen, sondern auch das räumliche Umfeld jeder Teilnehmenden mitzudenken. Dass man Begegnungsräume schafft und auch persönlichen Austausch herstellt, dass man beispielsweise digitale Räume öffnet und zu bestimmten Themen informell sich austauschen lässt, dass man vielleicht sogar zusammen kocht oder einen Kaffee trinkt, dass man die Teilnehmenden dazu anregt, auch mitzuwirken, kreativ zu werden. Da werde ich gleich auch noch mal ein Beispiel zeigen. Und dass es eben, ja, ich habe es schon gerade gesagt, dass es Spiele gibt, dass es Austausch zu Hobbys, Musik, Kunst, wie auch immer, was die Teilnehmenden interessiert, dass es da einfach Möglichkeiten gibt, sich auch vielleicht über das Seminarthema hinaus zu verbinden und so ein Gruppengefühl zu erzeugen. Also dass man eben vielleicht auch nicht nur den digitalen Raum, wie schon gesagt, mitdenkt, sondern so ein Blended Learning habe ich hier geschrieben, dass man eben den physischen Raum durch einen digitalen Raum erweitert und dass es vielleicht auch in Zukunft so Mixformen gibt von digitalen und analogen Räumen. Und dann bietet das Digitale nämlich auch ganz viele Chancen. Engagements ortsunabhängig möglich. Wir hatten beispielsweise auch Freiwillige, die ihren Freiwilligendienst abbrechen mussten und dann von Deutschland aus noch Klausuren korrigiert haben oder irgendwelche Artikel Korrektur gelesen haben. Also
dass es eben gar nicht mehr unbedingt diese physische Präsenz braucht. Eine weitere Chance ist natürlich eben, dass das Reisen wegfällt, die Kosten, Zeiten und auch der CO2-Ausstoß fallen dadurch nicht an. Eine Teilnahme ist unkomplizierter möglich. Man kann sich auch kurzfristig entscheiden, wenn die Technik vorhanden ist, an bestimmten Seminaren teilzunehmen. Außerdem bietet das Digitale vielleicht auch eine andere Rollenverteilung, also dass nicht die Person, die im physischen Raum am dominantesten wäre, auch im Digitalen dieses Machtverhältnis vielleicht auch beibehält, sondern dass es andere Redeanteile gibt. Und natürlich jetzt gerade besonders wichtig, dass auch Risikogruppen integriert werden können. Also dass man eben überlegt, wie sind Zugangshürden am geringsten und dann auch vielleicht mit Perspektive auf bestimmte Lernformate verschiedene Medien nutzt und flexibel reagiert, sodass es auch nicht nur der physische Zugang, sondern auch vielleicht der Lernzugang für verschiedene Personen möglich wird und somit auch flexibel auf einzelne Personen eingegangen werden kann. Ich habe jetzt hier mal ein Foto von unserem digitalen Seminargelände, das sich an unser physisches, also an unser reales Seminargelände anlehnt. Und zwar findet es normalerweise am Wehr-Berlin-See im Norden von Berlin statt. Man sieht hier den See, man sieht das Seminargelände. Man kann bestimmte Tabellen, wo sich die Freiwilligen dann eintragen können, wenn sie Sprechstunden wollen, beispielsweise auf dem Seminargelände verorten. Wichtig ist hier, dass die Freiwilligen, die jetzt bei unserem Nachbereitungsseminar waren, die waren beim Vorbereitungsseminar tatsächlich vor Ort. Das heißt, hier ist ein Wiederwachrufen von Erinnerungen an den physischen Ort auch möglich gewesen, was natürlich auch eine Verbindung wiederherstellt. Und das ist auch eben das, was wir als sehr wichtig erachten, dass man eben Bezüge herstellt zu realen oder zu analogen Erlebnissen. Hier sieht man auch noch eine Karte, wo sich die Freiwilligen verortet haben, dass sie eben gezeigt haben, wer wo gerade sitzt und dass man so auch nochmal einen Bezug herstellt und plötzlich merkt, oh wow, du sitzt auch gerade in XY, lass uns doch mal für einen Spaziergang treffen oder so. Also dass man irgendwie eine andere Ebene als nur den Bildschirm nochmal herstellen kann. Und dann ganz wichtig ist auch, dass man über diese reine Seminarzeit hinaus denkt, dass man Räume eben schafft. Wir haben bei Kulturarbeit den Coworking Space, der so eine Art Social Media für unsere Alumni, unsere Freiwilligen, unsere TrainerInnen, unsere IncomerInnen und unser Kulturwald-Team darstellt, wo sich die ganzen Personen vernetzen können, wo es eine Kalenderfunktion gibt für Veranstaltungen, wo Ausschreibungen passieren können, wo es inhaltliche Gruppen gibt, dass man einfach nochmal so diese Zeit davor und danach auch mitdenken kann und eben nicht nur diesen kurzen, digitalen, virtuelles Erlebnis hat, sondern eben darüber hinaus denkt und sich darüber hinaus vernetzen kann. Und dann jetzt sehen wir hier noch einige Termine, die wir alle digital durchführen werden, aber eben im Kontext von den verschiedenen anderen Begegnungsorten, wie eben den Coworking Space oder das Miro-Seminargelände. Also wir werden unsere Vor- und Zwischenseminare digital stattfinden lassen, verschiedene Workshops und Seminare zu Menschenrechte, regionale Netzwerkstätten stattfinden lassen. Hier kommt auch wieder eben, trotz dass es digital ist, der physische Raum in den Kontext, also dass wir nach Süd, West, Nordost und Mitte die Netzwerkstätten gestalten. Und dann werden wir auch noch Kooperationen mit Kreuz und Quer in Stuttgart sitzend stattfinden lassen, wo es um die Zukunft geht. Eine digitale Veranstaltungsreihe und vielleicht auch digital zu denken in der Zukunft. Genau, das erstmal von unserer Seite. Wir freuen uns über Fragen und übergeben das Wort wieder. Ja, besten Dank.
für die beiden Präsentationen. Und es sind ja wirklich komplett verschiedene Eindrücke und Erfahrungen und natürlich auch ganz andere Projekte. Ich beginne damit unsere kleine Diskussionsrunde und würde noch einmal gleich mit der ersten Frage an Iris Gerlach mich richten. Iris, du hast in deinem Bericht sehr eindrücklich gezeigt, wie digitale Medien es erlauben, in einer in jedem Jahr bereits nun schon sehr lange andauernden Krise Projekte weiterzuführen. Wie funktioniert denn jetzt im Moment richtig eure Kommunikation? Macht ihr alles über Zoom? Schickt ihr eure Filme hin und her oder macht ihr auch noch einzelne Zoom-Meetings und Veranstaltungen? Und gleich noch den zweiten Teil der Frage. Kannst du dir vorstellen, dass diese von euch entwickelten Wege auch nach der Krise Eingang in deine Projektarbeit finden werden, weil sie sich einfach bewährt haben? Ja, genau, was sagst du richtig, Alexandra. Wir sind natürlich jetzt seit gut 7 Jahren im Grunde schon dabei, diese ganzen Techniken zu entwickeln. Wie können wir Kontakt halten über diese Tausende von Kilometern, ohne uns zu treffen? Und das noch in einem Land, wo die Internetverbindung häufig sehr schlecht ist. Also sicherlich auch, was Frau Wahl sagte gleich zu Anfang, also ein ganz wichtiger Punkt. Die Technik muss natürlich irgendwo stehen. Das ist bei dem Jemen nicht immer gegeben. Solange wir noch keine Pandemie hatten, haben wir teilweise auch Festplatten hin und her fliegen lassen, um eben Daten auszutauschen. Das müssen wir jetzt etwas umständlicher auf etwas längerem Wege einfach tun. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, wir arbeiten weiter natürlich mit Zoom, mit Skype, je nachdem. Manchmal sind es auch einfach viele Bilder, die ich mit WhatsApp erhalte, wo man dann sagen kann, ja, wir pflegen die einen in unseren Atlas, wir werten die gemeinsam aus und wir sprechen per WhatsApp einfach am Telefon alle Dinge durch. Also das hat sich natürlich jetzt in der Zeit wesentlich intensiviert, war aber auch vorher schon der Fall. Und es ist immer ein Auf und Ab, wann klappt es mit der Internetverbindung, wann nicht. Und deswegen denke ich, bei jedem dieser Projekte in Krisenländern, wo wir nicht sicher sein können, ob wir überhaupt morgen wieder dort vor Ort tätig sein können, du kennst das mit dem Sudan sicherlich ähnlich, da macht das auch schon, bei Ausgrabungen haben wir es auch gemacht, man fährt ab und hat möglichst alles dokumentiert, weil man nie weiß, kommt man wieder dahin oder nicht. Also dass man zumindest diese Zweigleisigkeit fährt, wobei wir uns natürlich alle klar sind, dass zumindest was die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen angeht, ein wirklich physisches Miteinander kann da nicht vollständig ersetzt werden. Wir können es nur so weit ausbauen, dass wir sagen können, wir überwinden gewisse Phasen und mit diesen Gesprächen, die man eben digital durchführt, können wir uns dem Ganzen annähern. Aber das ist natürlich auch eine sehr westliche Sichtweise. Das will ich auch nochmal in den Raum stellen. Und gerade für haptische Arbeiten aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt, ist es nicht immer gleich so umsetzbar, wie wir uns das vorstellen. Das Thema haptische Arbeiten bietet natürlich jetzt gleich eine wunderbare Überleitung. Anknüpfend daran begrüße ich Dr. Claudia Bührig, seit 2017 Leiterin der Außenstelle Damaskus und Forschungsstelle in Amman, der Orientabteilung des DAI. Claudia Bührig ist Architektin und Bauforscherin mit langjährigen Forschungsprojekten in Jordanien und Syrien. Auch sie führt neben ihren Forschungsprojekten im Rahmen von ArcaNet und Stunde Null Projekte durch, die Kulturerhalt und Capacity Building und Kulturvermittlung miteinander kombinieren. In ihrem aktuellen Projekt Steinmetztraining und Bauwerkserhaltung Train the Trainer werden die Kursteilnehmer im Steinmetzhandwerk geschult und so das Wissen um Techniken und Werkzeuge bewahrt. Claudia, das Steinmetztraining und die Idee Train the Trainer zielt auf den Aufbau lokalen Wissens, auf den Aufbau eines Werkhofes und auf die Entwicklung von nachhaltigen lokalen Strukturen ab. Wie ist das Projekt ursprünglich entstanden und welche Erfolge siehst du? Und kann man solch ein Trainingsprogramm digital über Zoom aufbauen? Dank für die Einführung. Ja, handwerkliche Traditionen wie eben das Steinmetzhandwerk, und du hast es ja auch gesagt, Wissen um Techniken und Werkzeuge, um die es uns gerade geht, verschwinden zunehmend in meinem Arbeitsgebiet. Das ist
beispielhaft jetzt Jordanien und Syrien, ist aber auch übertragbar. Und daraus erwuchs die Idee unseres seit 2016 in Kooperation mit dem jordanischen Antikendienst durchgeführten Trainingsprogramms, das vom Auswärtigen Amt gefördert wird. Ziel dieses Programms ist und wird es auch in Zukunft hoffentlich sein, die praktische Orientierung. Das heißt eben das gemeinsame Arbeiten am Objekt für handwerklich Interessierte oder Handwerker aus der Region, die ja von Krisen erschüttert ist. Wir möchten ausbilden und anleiten und so Fachkenntnis vermitteln. Und daran beteiligt sind eben Steinmetze, Zimmermänner. Wir hatten auch einen Schmied dabei und unterstützt werden wir auch von einem Bauingenieur. Der Schwerpunkt bei all unseren Aktivitäten liegt auf diesem Auge-Kopf-Prinzip. Also sehr wichtig, das Anwenden und das Üben, also die Routine, die man braucht. Und eben das Ziel ist es, lokale Strukturen aufzubauen. Und da sind wir in den letzten 4 Jahren doch recht weit gekommen. Die Kursteilnehmer sollen zukünftig bei der Sicherung und Konsolidierung des archäologischen und historischen Baubestandes am Ort, aber eben auch in der Region mitarbeiten. Und das tun sie gerade aktuell bei der laufenden Instandsetzung eines historischen Hofhauses aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Also ein Exemplar für die junge Geschichte Jordaniens. Aber in diesem Jahr zeigen sich natürlich auch sehr deutlich für uns die Grenzen der Vermittlung praktischer Fähigkeiten und insbesondere, wie in deiner Anmoderation, Vermittlung praktischer Fähigkeiten aus der Ferne. Anders als meine Kolleginnen in ihren Präsentationen haben wir einen etwas anderen Adressatenkreis und unsere Kursteilnehmer sind Handwerker, die in der Regel ja, Internetverbindung via Handy haben. Und insgesamt ist eben auch die technische Infrastruktur nicht vorhanden, um eben Online-Schulungen sofort durchführen zu können. Und, das muss man auch sagen, mit Neulingen, also Unerfahrenen, ist ein Kurs allein in digitaler Form nicht möglich. Also da stehen Aufwand und Ergebnis in keinem Verhältnis. Und hier wird jetzt sagen, das ist aber Gott sei Dank nicht der Schluss, sind die Grenzen der digitalen Vermittlung des Steinmetz-Handwerks erreicht. Ein Lösungsansatz rückt hier in unser Blickfeld, das ist der Hof, dieses Hofhaus, von dem ich schon gesprochen habe. Hier ist ein Hof, den ich hier zeige, die zentrale Schnittstelle, wo so ein Training überhaupt möglich sein würde. Also sprich die praktische Ausbildung vor Ort. Dieser Werkhof ist der Platz, wo die Aufrechtserhaltung des bisher praktizierten Prozesses sichergestellt werden könnte. Also praktizieren, Anwenden des Erlernten aus den Vorjahren. Also einfache Arbeiten wie zum Beispiel das Fertigen von Werkstein, das Einebnen von Flächen könnten die Kursteilnehmer hier fortführen. Also in Erinnerung eben wieder dieses Auge-Kopf-Prinzip. Das ist aber nur möglich, wenn als Beispiel ein erfahrener Kollege aus den letzten Kursjahren die Trainerfunktion übernimmt. Er begleitet eben die Trainees des Vorjahrs, also keine Neulinge, sondern eben Kursteilnehmer, die schon Erfahrung haben und leitet sie an. Also das haben wir im Feld 2019 schon praktiziert und hier unten links im Bild der junge Mann im grünen T-Shirt, Abdelrahman, ist ein Kursteilnehmer der letzten 4 Jahre, der 2019 eben die Aufgabe eines Trainers übernommen hat. Und er wäre zum Beispiel eine Person, wie noch ein anderer Kollege, die eben solche Traineraufgaben übernehmen könnten. Aber wie stellen wir die Verbindung eben zu uns hier in Berlin dar? Also zu meinen Kollegen André Grawat, Tobias Horn, Peter Sistich, um nur einige zu nennen. Neu und eine Option für die Zukunft wäre, wenn wir via Kamera einmal wöchentlich die Ergebnisse vor Ort unseren Ausbildern hier in Deutschland übermitteln könnten. Und so wäre eine Möglichkeit geschaffen, einerseits Kontakt mit unseren Kollegen vor Ort zu halten, aber eben auch diese Kontinuität des Arbeitens am Ort zu gewährleisten. Also das ist etwas, was wir jetzt gezielt vorantreiben möchten und der Grundrissplan, der hier im
rechten Bildabschnitt zu sehen ist, zeigt eigentlich unsere Vision, also des Werkhofes, wo wir eben unter anderem Steinmetztraining, Training in der Bauwerkserhaltung, aber auch mit Holztechniken in der Zukunft durchführen wollen. Also das Fazit aufgrund der Spezifik unseres Programms ist eine Mischung analoger und digitaler Vermittlung einer Option. Ich denke, es ist möglich. Rein digital würde es aber nicht funktionieren in unserem Fall. Das vielleicht als Statement. Besten Dank. Ich habe eine Frage gleich aus dem Publikum und zwar an Iris Gerlach und das lese ich gleich einmal vor. Mich würde interessieren, ob alle Informationen zum Projekt von Dr. Gerlach, inklusive der arabischen Handbücher und Filme, online verfügbar sind. Es gibt viele Informationen zu dem Projekt bereits online. Die arabischen Versionen, die jetzt hier auch das Handbuch, die Filme, die befinden sich bei unseren jemenitischen Kollegen im Jemen. Und da warten wir auf die Freigabe durch die Antikenbehörde. Und dann soll das in Form von YouTube-Filmen und auch allgemein zugänglichen Daten, das Handbuch für jedermann, online gestellt werden. Anders verhält es sich ein bisschen bei dem Ancient Yem Digital Atlas. Sie können sich ja vorstellen, dass da auch sehr sensible Daten drin sind. Koordinaten von Raubgrabungen, Daten zum Antikenmarkt. Also da gibt es und soll es auch in Zukunft eine ganz streng gestaffelte Zugangsberechtigung nur geben. Aber für die jemenitische Antikenbehörde natürlich dann freigestellt. Also das ist noch nicht verfügbar. Die anderen Sachen werden jetzt bald online gestellt. Ja. Besten Dank. Damit begrüße ich unsere letzte Diskussionsteilnehmerin, und zwar Dr. Alexandra Skedsson-Saphir, die noch eine ganz andere Perspektive einbringen wird, nämlich die Perspektive der Universitäten. Sie ist Leiterin des Fachgebietes Denkmalpflege an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Alexandra Skedsson-Saphir hat in Italien und Deutschland Restaurierung studiert und als Restauratorin gearbeitet, bevor sie sich stärker der Theorie des Kulturerhalts und dem Welterbe widmete. Seit 2012 arbeitet sie an der BTU und vertritt seit April diesen Jahres die Professur des Fachgebietes Denkmalpflege. Alexandra, mir fallen bei Denkmalpflege sehr viele theoretische Dinge wie Konzepte, Bewertung oder Planung ein. In deiner Lehre legst du aber besonderen Wert auf die Vermittlung praktischer Fähigkeiten und den Kontakt zu den realen Bauten und Objekten. Was schätzt du an den Hands-on-Aktivitäten in deiner Lehre und geht dies auch digital? Ganz kurz, nein, es geht nicht digital, aber das werde ich jetzt noch mal genauer ausführen, denke ich, um meine Sichtweise darauf klar zu machen. Also danke für die Einladung für heute. Genau, also in der Lehre, die ich gerne mache an der BTU, also Seminare, Studienprojekte, die haben oft einen sehr starken Fokus auf die Praxis. Und dabei verbinde ich denkmalpflegerische Fragestellungen mit dem Ansatz der Restaurierung als Restauratoren. Also welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung, ein Gebäude, einen Ort wirklich zu begreifen? Dabei kann es sich zum Beispiel um eine Schadensanalyse von Architekturoberflächen zum Beispiel handeln und den entsprechenden Umgang mit und den notwendigen Maßnahmen am Gebäude. Aber auch zum Beispiel das Erkennen diverser Baumaterialien und Techniken der Oberflächengestaltung können einen Teil dieser Seminare ausmachen. Hier sehen Sie nun ein Foto von einem der Seminare, das ich vor einigen Jahren hielt, zusammen mit einem Steinmetz/Bauforscher, der einen Teil, wie gesagt, der Lehre übernahm. Und Ziel in diesem Seminar war es, eine Einführung in historische Steinmetztechniken zu bekommen und Spuren der Oberflächenbearbeitung später dann an historischen Bauten zu erkennen, um sie dann auch von eventuellen Schadensbildern unterscheiden zu können. Generell in der Denkmalpflege ist ja das Gebäude unsere Primärquelle. Natürlich gibt es dann die Sekundärquellen, Dokumente, Archivmaterialien, Fotos und so weiter, die uns aber auch alle helfen, den kulturellen Wert eines Gebäudes, eines Ortes zu ermitteln. Und somit ist das Objekt selbst wie auch sein Kontext eine wesentliche Wissensquelle. Das gilt in der Denkmalpflege, wie auch in der Bauforschung oder auch der Restaurierung.
Wenn ich nun speziell an die Lehre in der Restaurierung denke, jetzt muss ich hinzufügen, ich unterrichte nicht die Restaurierung, so ist die Theorie in dieser Disziplin sicherlich sehr gut aus der Ferne zu bewältigen, in E-Learning-Formaten. Aber wenn ich jetzt nun an eine Schadensanalyse denke, so kann dies selbst über Medien meiner Meinung nach nicht immer oder auch gar nicht erfolgen. Und das ist so ähnlich meiner Meinung nach, als ob man eine eingehende Schadensanalyse mittels eines Fernglases machen wollte, wenn man gerade ein Gerüst oder eine Hebelbiete fehlen. Wie kann man zum Beispiel feststellen, ob sich ein Hohlraum unter einer Putzschicht befindet, wenn man diesen Putz nicht eingehend untersucht durch eine Perkussionstest? Wenn es um die Restaurierung selbst geht und um das Vermitteln bestimmter Methoden und Techniken der eigentlichen direkten restauratorischen Maßnahmen oder Eingriffen, wie etwa Putzsicherung oder Putzergänzung, eine Retusche, so muss dies von einem Studierenden mit den entsprechenden Werkzeugen und Materialien also wirklich erprobt und erfahren werden. Man muss sich auch mit den Baumaterialien, mit den Konservierungsmaterialien auseinandersetzen, Hand-Augen-Koordination einüben. Und natürlich ist dann auch ganz wichtig das Feedback des Lehrenden und auch der Mitstudierenden eventuell. Und auch gerade in der Restaurierung ist also der physische Umgang mit dem Objekt, das haptische Erfassen, ja, ein wichtiger Bestandteil. Sollte man eigentlich auch bedenken, dass es unterschiedliche Lerntypen gibt und Lernstile. Hier sehen Sie ein Modell nach Honey und Mumford von 1992, das habe ich ein wenig modifiziert, in dem 4 Lerntypen und Stile dargestellt sind. Und wenn man nun das Lernen am Ort, am Objekt als Beispiel nimmt, so sind alle Lernstile und Typen angesprochen. In der Restaurierung, wo es nun ums Erforschen, Analysieren, Dokumentieren, aber natürlich auch um die eigentlichen Maßnahmen geht, so stehen aber Tun und Fühlen und Tun und Denken als Lernstil an erster Stelle. Also um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, also ich denke, dass je nach Disziplin das Lehren und Lernen aus der Ferne möglich ist. Ja, jedoch, gerade bei der Restaurierung und auch bei benachbarten Disziplinen ist die physische Auseinandersetzung mit dem gebauten Erbe und seinem Kontext wirklich wichtig und auch zusammen sollte diese erfahren werden mit den Studierenden. Und dann denke ich auch noch, was wirklich fehlt eventuell bei dem digitalen Format, dass es Spaß macht. Zusammen am Ort, einen Ort zu erfassen, zu erfahren, das Sehen zu üben. Und ich denke, so kann man wirklich auch ganz viel Begeisterung bei den Studierenden wecken. Danke. Besten Dank. Das Thema Spaß machen bietet sich natürlich jetzt gleich an. Frau Wahl, ich möchte noch einmal zurückkommen zum Thema die jungen Leute und dem Spaß im Ausland, aber jetzt natürlich auch in der digitalen Welt. Ist die Nutzung digitaler Werkzeuge in einer Generation, die ja auch oft Digital Natives genannt wird, nicht ganz selbstverständlich? Haben die nicht sowieso ganz großen Spaß daran? Und wie sind die Reaktionen Ihrer Freiwilligen auf die jüngsten Umstellungen? Ja, ich hatte das ja schon ein bisschen in meinem Vortrag versucht zu vermitteln. Es ist schon so, dass wir anfangs dachten, wie kann es funktionieren, wenn zuvor ganz viele junge Menschen auf einem Seminargelände physisch präsent miteinander eben im Spiel waren, wie das ins Digitale überführt werden kann. Und wir waren dann doch sehr positiv überrascht, wie viel transportiert werden kann, also wie viel gemeinsames Erleben doch auch digital möglich ist. Und ich glaube, dass es eben wichtig ist, dass man versucht, nicht 1:1 zu übersetzen, sondern dass man sich neue Formate ausdenkt, dass man eben nicht einfach den digitalen oder den analogen Raum in den digitalen 1:1 überführt, sondern dass man schaut, was ist vielleicht noch anderes möglich oder wie kann man auch beides kombinieren, was man zum Beispiel eben an der Seminarlandschaft gesehen hat, oder auch, welche Formate sind vielleicht sogar sinnvollerweise in das digitale Format zu überführen und welche braucht es eben, wie wir jetzt gerade eben auch gehört haben,
tatsächlich in Präsenz. Also ich glaube, dass es wirklich auf das Format an sich ankommt und auch auf das, was es ersetzen soll. Also natürlich, wenn man irgendwie mit einem Material haptisch arbeitet, ist es schwierig, das über einen Bildschirm zu transportieren. Aber wenn es um Gruppengefüge, wenn es darum geht, irgendwie gemeinsam Spaß zu haben, dann ist es möglich auf jeden Fall. Und das haben wir bei unseren Seminaren, jetzt gerade beim Nachbereitungsseminar, ganz gut erlebt, dass eben extrem viel transportiert werden konnte. Ja. Das ist doch eigentlich schon die Hauptsache, dass wir sehr viel transportieren. Und das betrifft ja für alle Referentinnen hier und ihre Projekte, dass wir ganz viel im Prinzip transportieren wollen. Und wenn das schon mal geht, dann ist doch schon der Grundstein gelegt. Aber natürlich zeigen sich auch alle Kommentare, dass es nicht immer geht und dass es gerade bei Hands-on-Projekten Grenzen gibt. Frau Feigl, mit einem Blick auf 11 Jahre Freiwilligendienst kulturweit und der Zäsur der in diesem Jahr notwendig gewordenen Umstellung. Wohin geht denn Ihrer Meinung nach der Trend? Sehen Sie eine fortschreitende oder sogar beschleunigte Digitalisierung, die reale Erfahrung immer weiter in den Hintergrund treten lässt? Oder rechnen Sie, sobald jetzt die Möglichkeiten wieder gegeben sind, mit einer Renaissance des Machens? Also ich glaube auch, ich möchte mich eigentlich allen anschließen, dass es eine Mischung, also aus meiner Sicht auch eine hybride Mischung werden wird. Und jetzt auch aus der Erfahrung heraus, also ich glaube, es ist eher eine Renaissance des Andersmachens. Also dass man sich wirklich öffnen muss für ganz unkonventionelle Lösungen, die auch schnell gefunden werden müssen. Und dass es eher auch ein Anliegen von uns ist, den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch so ihnen eine Art von Grundlage zu schaffen, dass sie in der Lage sind, sich ganz schnell umzustellen. Und dass man eben tatsächlich, was jetzt das Digitale angeht, unglaublich viele Chancen hat. Also ich möchte nicht zurück zum alten Normal. Ich möchte ein neues Normal, wo wir nicht entweder oder haben, sondern wo wir was Drittes, Viertes oder Fünftes entwickeln, was eben gerade der Situation entspricht, was unsere Freiwilligen brauchen, jetzt auf uns bezogen. Und das habe ich in den 11 Jahren wirklich ganz deutlich gelernt. Das ist banal, aber die Welt verändert sich massiv und immer schneller. Und wir merken das sofort. Und das ist eigentlich auch das Tolle bei uns. Und dann müssen wir einfach schauen, was heißt das für uns in unseren Formaten? Wen müssen wir vielleicht auch neu ansprechen? Was müssen wir verändern? Wie können wir das alles mixen, damit zum Schluss eine neue Torte rauskommt? Ja, Iris, wie würdest du denn das jetzt sozusagen nochmal komplett neu mixen? Würdest du etwas, wenn du die Wahl hättest, ein neues Projekt aufzuziehen, würdest du digitale Wege weiter verwenden oder ganz und gar wieder in alte Muster verfallen? Würdest du eine neue Torte machen? Also das mit der Torte fand ich ganz toll, ja, genau. Also man wird auf jeden Fall eine neue Torte erstellen und was wir jetzt aber in unserer Generation auch eher lernen müssen, ist, sich genau an diese neuen Formate schnell zu gewöhnen. Nicht? Also dass eben keine technischen Pannen passieren, dass wir eben selbstverständlich auch uns in solchen Konferenzen treffen. Das war ja bis vor kurzem noch nicht der Fall. Und auch natürlich auch bei diesen Trainingsprojekten nimmt es jetzt immer stärkere, ist die Komponente immer größer. Und das würde ich also auch in Zukunft weiterhin so betreiben, in Kombination natürlich mit dem physischen Treffen und mit dem wirklichen Lernen vor Ort. Wir haben das ja jetzt schon so halb immer umgesetzt. Also wenn die Jemeniten und Jemenitinnen hier in Berlin waren, da konnten wir ja auch haben zum Beispiel keine Ausgrabung durchgeführt. Nicht? Wir haben also auch schon dieses theoretische Background gegeben erstmal in einer Schulung und sind dann zum Beispiel rausgegangen oder haben eine Blumenvase hier im Office fotografiert als Ersatz für einen Kleinfund. Und ich denke, da kann man vieles digital natürlich vorher liefern und auch den Austausch noch intensivieren, auch in Zukunft und trotzdem auch noch praktisch tätig sein. Da würde ich auch eine neue Torte machen, finde ich gut. Ich habe gerade noch eine Frage reinbekommen aus dem Publikum an Frau Wahl. Mit welchem Programm, mit welcher Software wurde der digitale Seminarort zum Nachbereitungstreffen von Kulturweit erstellt? In dem Fall war das mit Miro. Das ist so ein interaktives Board, aber da gibt es ganz viele unterschiedliche Programme. Also wir hatten jetzt Miro dafür genutzt. Es gibt noch Open Boards, es gibt unzählige, da muss man
Mir hat mal jemand gesagt, man muss erst überlegen, was man möchte und dann findet sich auch das Tool. Also es gibt eigentlich für jeden Bedarf ein Tool und in dem Fall hatten wir Miro gebraucht, ja. Claudia, denkst du, dass es auch ein Tool gibt, um ein Steinmetztraining in Jordanien virtuell abzuhalten? Dein Ton. Das wird wahrscheinlich eher schwierig sein. Also das habe ich ja versucht auszuführen. Ich denke, es gibt eine Möglichkeit, so ein duales System. Also wir müssen vor Ort arbeiten, Auge, der Sinn, das Objekt, wie auch meine nachfolgende Rednerin das zusammengestellt hat. Es ist einfach nicht anders möglich. Wir müssen vor Ort sein am Objekt. Aber wir können natürlich versuchen, neue Formate auszuprobieren, wie das eben skizzierte. Aber was wir schaffen müssen, ist eben ein analoger Raum, den wir dann digital verknüpfen können. Und dann sehe ich da eigentlich eine gute Chance, dass man eben auch digital vermitteln kann, auch das Steinmetzhandwerk. Was ich sehr schön auch in der ganzen Diskussion fand, was sich gut zeigte, ist, ja, es gibt die Grenzen und ja, es gibt die Möglichkeiten, aber was auch wirklich man braucht auch eine solide Basis, um sozusagen darauf aufzubauen. Also Netzwerke, die schon gesponnen sind, sei es nun in Jemen, sei es bei Kulturweit oder eben auch unter den Handwerkern. Ohne diese aufgebauten Systeme vor Ort und weltweit würde es natürlich gar nicht funktionieren. Und Alexandra Sketzo, wie sieht es mit den Studenten aus? Sehnen die sich jetzt sozusagen wieder nach einem Seminar, wo sie einen Meißel schwingen können? Oder möchten die eigentlich viel lieber Theorien zu Hause am Computer betrachten? Ich schätze mal gar nicht. Ich denke, es kommt auf den jeweiligen Studierenden an. Es wird bestimmt diejenigen sagen, wir können es nicht abwarten, wieder die Präsenzlehre zu haben und sich auf den direkten Austausch freuen und auch auf die Hands-on-Erfahrung. Aber je nach Situation wird es auch diejenigen sagen, uns gefällt das digitale Format sehr gut und wir haben hervorragende Erfahrungen gemacht damit. Ich denke, es hat auch wirklich ganz andere Möglichkeiten eröffnet, was vielleicht etwas schwerer war in der Kommunikation, ist jetzt sofort möglich. Ja. Dann würde ich eigentlich hier schon, es sei denn, haben denn die Diskussionsteilnehmer noch Fragen, die sie gerne auch untereinander mal stellen möchten? Ansonsten würde ich mich jetzt sozusagen bei allen bedanken und damit auch abschließen. Ich glaube, man sah sehr gut, man muss kreativ mit der Situation umgehen, die neuen digitalen Möglichkeiten nutzen, die da sind, aber bedarf eben auch bestehender Netzwerke und Strukturen, um darauf aufzubauen. Danke an alle Diskussionsteilnehmerinnen für den Erfahrungsaustausch. Unsere kleine Reihe zeigt meiner Meinung nach sehr schön, dass es bereits ganz viele Wege und Ansätze zur Vermittlung in einer digitalen Welt gibt. Krisen wie die Corona-Pandemie lassen uns diese nun anwenden, austesten und weiterentwickeln. Aber sie zeigt auch deutlich, dass es Grenzen gibt, wie eben bei den ganz praktischen Hands-on-Projekten. Die letzte Veranstaltung unserer kleinen Reihe findet in der nächsten Woche statt, wieder am Donnerstag, den 17. Oktober, zur gleichen Zeit um 17 bis 18 Uhr. Im Serienabschluss sozusagen stehen die Vermittlung von Wissen aus der Ferne und in der Ferne im Fokus und die dabei zum Einsatz kommenden technischen Hilfsmittel. Das Ziel, Wissen digital zu vermitteln und darüber hinaus immer und überall verfügbar zu machen, gewinnt in Krisensituationen an Bedeutung. Die Vermittlung von Wissen aus der Ferne wurde zur alltäglichen Realität in allen Universitäten. Die eingeladenen Gäste werden als Einstieg in die gemeinsame Diskussion von ihren Erfahrungen in der Lehre berichten und erläutern, inwieweit digitale Ressourcen wie Leitfäden, Lehrfilme oder Tutorials unterstützen können. Die Einladung mit weiteren Informationen wird in den nächsten Tagen wie üblich zugehen. Jetzt möchte ich mich einfach nur noch bedanken, war ganz herzlich noch einmal bei den Referenten und bei den Diskussionsteilnehmerinnen für ihre Beiträge, der Kollegin und dem Kollegen im Nachbarraum bei der Technik für die technische Organisation und die Begleitung
und Ihnen, den Zuschauern, dass Sie sich zugeschaltet haben und für Ihre Fragen und für Ihre Aufmerksamkeit. Damit bedanke ich mich und wünsche allen einen schönen Abend.